Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns und wem es auffällt, scheinbar auch mit einem neuen Auto. Wir sind Yvonne und René und bereisen Afrika mit unserem Toyota HZJ 79 Tembo und wir treffen dieses Mal französische Freunde mit ihrem Unimog, der uns allen große Bauchschmerzen bereitet. Kommt mit ins Zentrum von Simbabwe. Viel Spaß dabei! Oh, brennt der Asphalt unter meinen Füßen. Mist, ich bin barfuß. Und bei all diesem brennendem Asphalt tropft auch noch unser Wassertank. Der ist nämlich undicht hier vorne. Das ist gar nicht gut. Obwohl ein Vorteil hat, da kann ich nämlich meine Füße drin kühlen. Sackzement ist das heiß. Ja, da werden wir uns zunächst mal dran machen müssen, um das mal irgendwie zu flicken, weil das ist ja nicht gut. So, die Jungs stehen hier jetzt und verlangen Geld, weil sie hier die Löcher stopfen quasi. Mit Schubkarren holen sie hier Sand raus und hätten gerne Geld dafür. Schätze ich mal. So, fine. We have 50 For the road work. for the road work. Thank you so much. Bye bye. Das ist ja eine Variante, ist wie immer alles fraglich, unterstützen wir jetzt Kinderarbeit oder dergleichen. Auf der anderen Seite, die versuchen sich halt nur ein bisschen was dazu zu verdienen. Man muss hier nichts geben, wir haben es jetzt mal gemacht. Die Jungs bemühen sich irgendwie einen Taler zu verdienen und das finde ich ja auch ein bisschen ja, bemerkenswert. Es gibt ja manche, die versuchen es ohne was dafür zu tun, deswegen ist mir das eigentlich die sympathischere Variante. Aber es ist die Frage, wie viel du was geben willst. Nee, nicht allen, das funktioniert halt nicht. Und hier geht es jetzt weiter. Also generell, man kann die Welt nicht retten, man kann immer nur irgendwie versuchen, so ein bisschen was ja, zu tun, damit das Karma stimmt. Jetzt sind wir natürlich hier, das merkt man genau, bei uns ist die Vehemenz etwas größer. Wir fahren jetzt wieder durch wunderbare Berglandschaften und die wurde Ende des 19. Können Sie erst mal kurz zeigen? Das wird schön. Okay, jetzt haben wir sie gesehen und jetzt möchte ich auch was hören dazu. Er macht mir mein Leben gerade ein bisschen schwer. Ich versuche gerade ein bisschen Geschichte hier zu erzählen und der grätscht mir halt ein bisschen dazwischen. Naja gut, ich gebe mir noch mal Mühe. Wir sind hier jetzt gerade auf den Pfaden der alten Buren, die das Land hier Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt haben. Und Thomas Moody ist ein berühmter Name dafür. Der ist nämlich 9 Monate lang ist er hier mit seinem Treck entlang gefahren oder gelaufen wahrscheinlich hauptsächlich. Zu Beginn waren es noch 17 Ochsenkarren. Allerdings sind in Masvingo, welches wir ja heute noch erreichen wollen, wo Old Zimbabwe, Great Old Zimbabwe, die Ruinenstätten sind da schon, der größte Teil ist dort schon stecken geblieben, weil das den Leuten zu anstrengend und zu mühsam war. Er ist weitergefahren und ist mit nur 7 Karren und irgendwie, ich glaube, 4 Kindern, 3 Frauen und 17 Männern, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist er hier dann noch weiter mit seinen Ochsenkarren losgezogen und musste hier die Passhöhe sich halt frei arbeiten. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie das damals war, weil das ist ja alles sau schwer, sau lang, sau entbehrlich. Das ist einfach überhaupt alles nur sau bla bla. Und das finde ich extremst alles beeindruckend. Und dann grätscht mir mein Mann mit irgendwelchen, ach guck doch mal wie schön, das muss man doch erst mal zeigen, dazwischen und bringt mich aus dem Konzept. Wir können die Bilder und Situationen von damals natürlich nicht wiedergeben, aber die massiven Granitfelsen, die uns umgeben in diesem Abschnitt der Reise, lassen uns ahnen, wie beschwerlich sie damals waren. Mit Ochsenkarren, die Frauen ja immer noch mit langen und vielen Röcken, meist zu Fuß unterwegs zu sein.
Niemals zu wissen, wohin führt der Weg, wo endet alles, welche Gefahren bedrohen einen und besonders die Kinder, welche Krankheiten oder Tiere erwischen einen. Das sind alles Gedanken, die uns durch den Kopf gehen, wenn wir solche historische Geschichten zu einem Land nachlesen. Denn wir wissen genau, wo unsere Reise hinführt. Great Zimbabwe, der größte und älteste Steinbau südlich der Sahara. Wir sehen hier gerade einen recht ordentlichen Rastplatz und da habe ich mal ein Auge drauf geworfen, weil hier auch so ein schöner Bus ist, an dem wir gerade vorbeifahren. Und dann sehe ich da so unterm Baum zwei Weiße sitzen und denke so, das ist ja ungewöhnlich. Und dann Fahrradtouristen. Macht's gut, ciao. Was haben wir? Simon und Christina. Simon und Christina. Die zwei Crazy Guys Deutsche. Mit dem Fahrrad unterwegs. Meine größte Bewunderung immer allen Fahrradfahrern gegenüber. Die fahren jetzt aber in die Richtung, aus der wir gerade gekommen sind und kamen gerade aus Great Zimbabwe, wo ich gesagt habe, das ist ja nicht mehr so weit. Die haben jetzt den ganzen Tag gebraucht für die Strecke, die wir jetzt noch zurücklegen wollen. 30 Kilometer oder 35, was es jetzt noch sind, zumindest bis zum Straßenabzweig. Sehr, sehr beeindruckend immer die ganzen Fahrradfahrer, wow. Jetzt sind wir von der Hauptstraße wieder abgebogen und das Schild, was war sehr verwettert. Wir haben jetzt noch, keine Ahnung, 20 Kilometer bis Richtung Great Zimbabwe und bis wir unsere Bekannten da wieder treffen, Freunde. Dry Weather Route Only. Wir sind unterwegs zum Lake Kyle. Ein Stausee, der vom Mutrivikwi River gestaut ist seit 1990. Das ist hier jetzt ein Naherholungsgebiet und auch Crocodile- und Hippo-Revier. Wir fahren nämlich gerade an einem Private Resort vorbei. Da gibt es ein paar Tiere, unter anderem auch an der Wasseroberfläche oder im Wasser dann eben wieder Hippos. Ich freue mich jetzt schon oder hoffe, dass ich dieses Geräusch von den Hippos wieder hören kann, weil das ist einfach wunderbar. Wirklich eines meiner Lieblingsgeräusche neben den Hyänen. Also nochmal alle Motivationen zusammenkratzen, denn es war heute ein langer Fahrtag und echt anstrengend. Alleine die wunderschöne Landschaft ist Motivation und wie schon oft gesagt, echt afrikanisch. So wie wir es uns immer erträumt haben. In dem Stausee gibt es ganz viele Barsche. Mal gucken, ob wir vielleicht frischen Fisch irgendwo ergattern können. Man sieht vielerorts jetzt immer wieder rund um Wasserstellen, wie Menschen am Straßenrand Fische verkaufen wollen. Die hängen dann, wie ein toter Fisch halt ist, leblos runter. Damit sie aber einen lebendigen Eindruck machen, dann wackeln die so heimlich, weil dann wackelt die Schwanzflosse mit dem Fisch. Dann sehen sie quasi wie frisch, lebendig aus. Wir fallen nicht mehr drauf rein. Sind wir auch noch nicht. Bisschen deprimierend ist ja, dass ich jetzt gar nicht baden gehen kann in dem See. Jetzt fahren wir an den See und ich kann nicht baden wegen den Krokodilen und Hippos. Also nichts hier mit Hippos, Bilharziose. Außerdem hat er gerade das Fenster zugemacht und hat gesagt, ihm ist kalt. Spülschüssel bis zum vollständigen Kleiderschrank. Alles wird auf dem Dach transportiert. Das ist mal ein Camper. So der Kleiderschrank für den Camper, natürlich. Zum Glück blitzt hier der See jetzt langsam durch, weil wir haben keine Lust mehr. Ein extremst langer Fahrtag liegt hinter uns oder wir sind noch mitten dabei. Wir sind jetzt schon über 7 Stunden heute gefahren. Aber alles nur, damit die Frau heute Abend ein paar Freunde besuchen kann. Genau, nur wegen mir selbstverständlich. Ja, wir haben uns ja so locker mit Leuten verabredet, die wir letztes Jahr im Mai kennengelernt haben, mit denen wir schon längere Zeit auch jetzt unterwegs waren. Und da habe ich jetzt Bock drauf gehabt, ich habe denen das auch gesagt und mein guter, lieber Götter-Ehemann macht das dann mit mir.
Aber guckt mal, wow, hier kann man auch wunderbar stehen. Doch das Versprechen an unsere französischen Freunde gilt und so ziehen wir weiter in Richtung Campingplatz. Wenn ihr uns mal eine Nacht Campground oder ein Bier mit Freunden ausgeben möchtet, findet ihr den Link in der Videobeschreibung oder unserer Bio. Danke dafür und schaut euch doch diese grandiose Umgebung an. Wir sind total geflasht. Wir sind gerade über die Staumauer gefahren. Das fand ich jetzt ganz gruselig. Vom Lake Kyle. Und die Szenerie hier überall ist einfach nur ein Traum. Wir kommen überhaupt nicht an unser Ziel, weil wir immer wieder anhalten müssen, weil es hier so schön ist. Ich will so einfach hier stehen bleiben und gucken. Ich hoffe ja mal, dass sich jetzt ein langer Fahrtag dem Ende nähert. Wir sind jetzt auf dem Platz, wo unsere Freunde stehen sollen. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Da sehe ich sie doch schon. Mit blauer Lichterkette. Was ein schöner Sonntagmorgen. Wir haben eine Aussicht auf den Lake Kyle. Da blitzelt er durch die Sonne, durch die Bäume. Wir haben unsere Freunde Valerie und Etienne wieder getroffen. Und unser iPad geht. Da bin Durch ich ein ein bisschen Wunder. glücklich, Das war jetzt 2 Wochen quasi tot. weil da schreibe ich nämlich Tagebuch drauf. Vorher hat meine Frau da drauf Tagebuch geschrieben. Das muss ja nicht unerwähnt bleiben. Und ich hatte schon Angst, dass alles weg ist, weil wir natürlich keine Datensicherung vom iPad haben. Genau. Aber jetzt, Dann haben wir als erstes eine Datensicherung. genau, wir konnten es jetzt wieder aktivieren nach 2 Wochen. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Mein Mann ist schon wieder aktiv am Sonntagmorgen, weil also nicht das zum Glück, aber hier läuft es doch mittlerweile recht aktiv aus unserem Wassertank. Ja, das läuft mittlerweile sogar im Strahl, wenn er normal steht. Da fällt mir gerade was anderes auf. Tembos Füße, hier sind sie ganz weich und da sind die bretthart. Ja, guck doch mal, weil da Die Schlamm harte drauf ist. Schlammkruste. Ja, Hält brav durch. Der Schnüssel hier vorne, hier der Rüssel ist auch. Deswegen, René fängt jetzt den Sonntagmorgen wieder mal A ohne und B mit Reparaturen an. Selbst an einem Tag, wo er nicht fahren will, fährt er. Er will jetzt den Tank vorne reparieren und deswegen stellt er sich jetzt da vorne mal in die Sonne. Hat jetzt da das Wasser abgelassen, da wo das Nummernschild dran ist. Und man kann das jetzt mal versuchen, ein bisschen auszutrocknen, bevor er das jetzt abschmirgelt und mit einem 2-Komponenten-Kleber hoffentlich wieder dicht kriegt. Während mein Mann jetzt hier den Tank repariert, gehe ich mal unseren Pool checken. Ich habe nämlich heute Morgen gesehen, dass hier ein Pool ist. Oh, ist nicht ganz so schlecht mit der Aussicht. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mir den echten Super August herbei wünsche. Weil der könnte bestimmt ganz entspannt das hier unten Edelstahl schweißen. Weil hier sind einige Schweißpunkte offen, wo das Wasser rauskommt. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt hier irgendwie in Simbabwe in der Nähe keinen adäquaten Edelstahlschweißer finden werde. Deswegen werde ich das jetzt mit 2 Komponentenkleber versuchen zu kleben. Und hoffen, dass das ausreicht. Jetzt gehe ich mal mit euch hier in das Apartment, welches wir zugewiesen bekommen haben, damit wir den Baderaum benutzen können. Das Bett hier, das geht ja hier alles irgendwie noch. Hier ist die eingerichtete Küche. Und jetzt gehen wir mal ins Bad.
speziell. Warum der Eimer da unten ist, wissen wir nicht. Unser Bad, welches wir wirklich zugewiesen bekommen haben, das ist ja jetzt das, was wir Etienne und Valerie bekommen haben. Wir dachten eigentlich, dass wir das einfach teilen können. Aber das macht mich ehrlich gesagt wirklich nicht an. Jetzt gehe ich mal mit euch in unser Apartment. Das ist hier drüben. Guckt, das ist viel ordentlicher. Hier sind quasi die Bodenfliesen fast in Ordnung. Das Einzige, was bei uns ist, wir haben einen vollen Wassereimer, der ist nämlich schon voll getropft, aber ich habe mal kontrolliert, das warme Wasser läuft, das heißt, ich werde jetzt gleich warm duschen. Ich bin ja immer neugierig, was hier in so Schränken drin ist. Gucke ich immer sehr gerne rein. Hier ist mal nichts. Hier ist auch nichts. Das heißt, wenn du dir hier ein Apartment mietest, musst du alles selber mitbringen. Immerhin sind 2 Gläser da. Anne hat ja schon mal die Fantasie gehabt, auch mit mir zu backpacken. Aber ich bin da mittlerweile echt eine Prinzessin geworden. Ich muss es ja leider zugeben. Und da habe ich gar keine Lust zu. Ich freue mich auf die Sauberkeit in meinem Auto. Mein Mann ist gerade mal ein Stückchen vorgefahren, um wieder von den Klötzen runterzufahren und hat, ich habe nicht darauf geachtet, er auch nicht, und hat einfach mal eine Punktlandung gemacht. Er ist gerade, ich habe es auch gedacht, ich höre so ein bisschen scheppern, vor unserem Backofen zum Halten gekommen. Natürlich habe ich das im Auge gehabt, im Spiegel genau beobachtet und nach Augenmaß hier Millimeter genau dran gefahren. Guckt euch das mal an hier, das muss man erst mal können. Ja. Zufall kann das nicht. Unser gutes Brot wäre im Dreck gelandet. Das wollen wir jetzt frühstücken. Wir fahren mal wieder hinterher, das ist auch was ganz Schönes. Valerie und Etienne, wir haben beschlossen, dass wir 1-2 Tage zusammenfahren. Noch sind wir ja in der gleichen Region und es ist ja immer schön, Gesellschaft zu haben. Und wir gucken uns jetzt mal, wir schauen, ob wir uns ein Buschmanndorf, was wohl hier in der Nähe von Great Zimbabwe, in der Mitte des Landes, sein soll, und das wollen wir uns mal angucken. Mal gucken, wie touristisch das ist und wie, ja, das ist ja immer so ein bisschen strange an solchen Orten, aber trotzdem interessant. Ich glaube, die haben auch Sonntag. Ist schon mal schön, der Blick von hier oben. So, jetzt ist sogar jemand gekommen und hat uns mal so ein bisschen aufgeklärt. Und ich glaube nicht, dass es eine Buschmann-Siedlung ist, sondern dass es einfach ist, er möchte die Kultur seines Volkes ein bisschen aufrechterhalten. Und deswegen hat er dieses Dorf hier so gestaltet. Der Eintritt ist eigentlich frei, aber natürlich eine Spende willkommen. Und hier sind wir gerade. Jetzt haben wir erzählt bekommen, wie das Dorf hier aufgebaut wurde. Und jetzt gucken wir mal. So, das hier links müsste die Kitchen sein. That must be the kitchen. Das müsste das Haus der Jungen sein. Nein, der Mädchen. Das da hinten eigentlich das Haus der Jungen. Wenn die Geschichte so stimmt. Das müssten dann die Eltern sein. Die Mädchen, die Jungs. Das ist das Vorratshaus für Körner. Und wenn man da jetzt mal reinguckt, sieht man, dass da noch eine Trennwand dazwischen ist. Hier vorne, wo jetzt quasi Hühnerställe sind wahrscheinlich, war eigentlich immer das kleine Korn und da hinten waren die großen Maiskolben, wurden da gelagert. Schon gut, dass man sowas mal lernt. Hier ist auch noch mal eine Trocknungs, hier wurden die großen Maiskolben immer draufgelegt. Jetzt sind irgendwie Tomatenpflanzen. Hier bin ich jetzt gerade im Frauenhaus. Schön, das kann man auch quasi so wirklich so nennen. Ich habe jetzt auch mal gerade gefragt, ab wann denn die Frauen hier verheiratet wurden. Und wird das oder werden weiterhin, ich weiß nicht, aber das so. Aber 25, gar nicht viel früher. Aber davor für die Mitgift, es gibt hier Kühe und Schafe als Mitgift, müssen sie jungfräulich sein. Deswegen passen die Männer so gut auf die Frauen auf. Ja. Ja.
when they go, then they will still remember, oh, Yeah, you where we remember. come from. Yeah. Yeah, you know, some of us now are living abroad. They are living in London, they were born in London. They don't even know. Hier liegt Kunst auf dem Boden, umgestoßen. Wir haben jetzt Thomas mal gefragt, wir durften sogar hier stehen. Ganz ist er das im Englischen nicht mächtig. Aber wir dürfen hier stehen. Und hier ist das afrikanische Murmelspiel. Thompson hat uns ja jetzt mal das Buschmann-Dorf gezeigt und auch erklärt, wie so die Strukturen dort sind. Interessant ist eigentlich das Gespräch gewesen über das Thema Geld. Dass man ja früher hat man Geld frei gelebt, sich vom Busch ernährt und dass der Wechsel in die heutige Zeit mit dem Thema Geld eigentlich viel, viel problematischer wäre, das Leben, als früher. Jetzt würde jeder krampfhaft dem Geld hinterherrennen, wo sich hier aber jeder sehr schwer tut, weil Einnahmequellen sind hier ein Problem. Und dementsprechend ist er der Meinung, dass das Leben ohne Geld im Ursprung für die Buschmänner oder für das ursprünglich lebende Volk hier die angenehmere Variante war. Da kann man sich jetzt seine eigene Meinung drüber bilden, aber ich finde das auf jeden Fall einen sehr interessanten Gedankenansatz. Ja, und würde das so stehen lassen. Es geht ihm ja auch dabei, dass man sich halt dabei darum, wenn man mal wieder einen vollen Satz zu sprechen, dass man sich auch von dem Busch und der Natur einfach ernähren kann, dass man lernen muss, von der Natur zu leben und zu lesen, dass man weiterhin auch das erhalten muss, zu wissen, was Kräuter sind, dass auch Fallen stellen, Tiere fangen. Heute würden die Kinder einfach in den Supermarkt gehen und Milch kaufen und wüssten überhaupt nicht zum Beispiel, woher die Milch kommt. Oder sie kaufen ein Hühnchen und wissen überhaupt nicht, wie das Hühnchen im Ursprung so da ist. Und das ist ja schon auch der Fall. Da habe ich schon häufiger auch zu Hause in Europa darüber gesehen und gelesen und auch erlebt, dass die Kinder das teilweise heute gar nicht mehr wissen. Total strange und nicht vorzustellen für mich. Aber Realität. Und das versucht er alleine schon hier im ursprünglichen Afrika quasi am Leben zu erhalten. Also es war ein sehr, sehr interessanter Besuch, ein sehr, sehr informativer Besuch. Und der Kerl machte wirklich einen weitreichend klugen und weiß ich nicht, wie man das sagen kann. Das war einfach toll. Das System hat ja auch Jahrhunderte, Jahrtausende lang funktioniert. Das muss man auch immer noch mal dazu sagen. Und jetzt die Neuzeit ist ja für viele hier viel problematischer als das vorherige Leben. So, da unten gibt es Hippos, Crocs und Bilharziose. Da haben wir sie gefunden, die Antilope. Da unten auf dem Kopf stehend, Frauen, Männer. Die Sandzeichnungen hier in der Region des Lake Kyle sollen bis zu 2000 Jahre alt sein, also wesentlich älter als die Bauten von Great Zimbabwe. Und sie sind frei zugänglich, wenn man sie denn dann mal gefunden hat. Uns faszinieren solche Felsmalereien immer wieder, vor allem deren Überlebensdauer. Wir fahren erneut über die Staumauer des Lake Kyles, der sich heute mit seinen 90 Quadratkilometern zum drittgrößten See des Landes aufgestaut hat. Denn wir wollen den einen schönen Platz oberhalb anfahren. Und da wir von der ersten Überfahrt keine Bilder haben, steige ich diesmal extra zum Filmen aus und in den Ärger hinein. I have no money with me, sorry. Während ich da so stehe und filme, kommen zwei Personen auf mich zu und verlangen plötzlich Nutzungs- und Fotogebühren von mir, / uns, wedeln mit Ticketbündeln und einem Notizblock rum und bleiben mir standhaft auf den Fersen, selbst als ich mich weigere und zu Fuß auf die andere Seite zu René laufe. Valerie verhandelt einen wesentlich niedrigeren Preis, aber wir müssen tatsächlich für die Nutzung etwas zahlen, was wir natürlich gleich beim nächsten Fahrzeug besetzt mit Locals hinterfragen, ob es denn eine Touri-Masche oder offiziell ist. So, die Jungs, die fahren da jetzt drüber. Bin ich ja mal gespannt, was die denen erzählt haben. Und? Was haben sie erzählt?
So, was haben Sie gesagt? Bezahlen, ja oder nein? Naja, nein, eher nein. Ja. Aber die sagt auch, man müsste natürlich hier auch verhandeln. Mit den Jungs, aber fürs Gucken ja, fürs Fahren nein. Ja, Also so, so- doch so haben die es ja auch gesagt. Ja. So that's what they told me. When we stop, we have to pay. Yeah. And when we drive through, we don't have to pay. If you come It's not a toll. and tomorrow, if to come back tomorrow, you pay again. No, you drive like this. You pay again. The guy said if you come back now, you don't pay. But if you come back No, tomorrow, no, you tomorrow we don't pay. Tomorrow we yeah. don't pay. Neue Entschlussfassung. Jetzt sind wir wieder an dem Buschmanndorf, wo wir vorhin waren, angekommen. Weil hier sind es Ebene, hier gibt es ebene und steinige Plätze. Und es hat keine 2 Minuten gedauert und die Männer hatten schon ihre Arbeitsklamotten an und werden das Unimog jetzt erstmal hochbocken. Ich bin ja technisch nicht versiert. Aber kann mir mal einer erklären, wenn du eine heiße Achse hast, was die Männer seit einer Stunde oben auf dem Dach machen? Das ist mir nicht erklärlich. Was macht ihr da oben? Außer nicht runterfallen. Now everything So. will be fine. Jetzt nochmal, was habt ihr jetzt da eine Stunde oben auf dem Dach gemacht? Wir haben uns Teile angeguckt, dass ich mal verstehe, wie dieses Getriebe aufgebaut ist, das Vorgelege. Und wir haben jetzt beschlossen, wir machen das auf und gucken mal rein, weil das geht, ohne es komplett zu zerlegen. Also ein bisschen was zerlegen müssen wir. Und dann können wir gucken, wie schlimm der Schaden ist, weil es klingt fürchterlich. Das ist eine Katastrophe. Damit man halt entscheiden kann, ob man damit vielleicht noch 200 Kilometer bis nach Bulawayo fährt und das dort in der richtigen Werkstatt machen lässt. Vermutung ist, dass auch irgendwas vielleicht nicht richtig eingestellt ist oder sowas. Aber ja, jetzt gucken wir erstmal da rein und schauen uns mal den Schaden an. Okay, jetzt verstehe ich auch, warum sie so lang auf dem Dach waren, anstatt unterm Auto. Ja, man muss ja sagen, Etienne hat ja alle Ersatzteile dabei. Der hat die Zahnräder, der hat die Lager, der hat die Dichtung. Der ist ja sehr gut ausgestattet. Sehr Aber gut. Schlimm ist halt, wenn so ein Ding immer nur 3000 Kilometer hält. Okay. Es werden hier Vorkehrungen getroffen für einen längeren Aufenthalt. Ich merke es eindeutig. Kleine Zwischenmeldung, wie es bei den Männern aussieht. Das Rad ist ab. Es sieht schon mal überall aus wie Sau, aber mit ordentlichem Werkzeug. Ha? Und? Ja, aber man kann schon wieder sagen, lass niemals in einer Werkstatt ein Schrauben, ohne es zu kontrollieren. Eine Schraube von denen, die ich gerade löse, war gar nicht festgezogen. Das sind so Dinge, das darf nicht passieren. Das wird jetzt nicht für das Problem verantwortlich sein, aber das ist trotzdem, das ist halt einfach Blöd. scheiße. Und deswegen weiß man nicht, wie haben sie den Rest zusammengebaut da drin. 20 kilometer. Ah oui, je t'ai fait au... Das, Ich will das die ist das Öl, so sieht es nach 20 Kilometern aus. Also ich dachte ja eben 20.000. Ja, es sind die Späne hier dran. Wenn die nach 20.000 so da dran wären, dann würde ich jetzt sagen, okay, mache ich mir keine Sorgen. Aber Das sind Späne, das Feste. nach 20 Kilometern ist das schon bedenklich. Hier steht eine Ölflasche. Das Öl ist auch erst gestern gewechselt worden. Das sollte wohl irgendwie so ein bisschen gelblich sein statt schwarz. Und das sind halt auch, wir sind ja heute wirklich nur 20 Kilometer gefahren. So, hier gibt es jetzt eine, hier, angefordert aus Deutschland, eine technische Zeichnung. I ordered by my son. Now it's
Okay, you can start the engine again. So, 2 Stunden später oder mehr eine Entscheidung. Es wird jetzt wieder alles zusammengebaut, weil Wir müssen das ganze Vorgelege zerlegen und wir haben uns entschieden, dass das jetzt hier als Buschlösung nicht so clever ist, das hier zu machen. Wir versuchen morgen in die Stadt zu fahren, nach Masvingo, dort eine Werkstatt zu suchen, wo wir es in der Werkstatt selber zerlegen können und halt nur zur Not irgendwie auf die Facilities der Werkstatt zurückgreifen können oder um dort in der Stadt nochmal irgendwas zu besorgen, falls wir was brauchen. Weil das sieht nicht gut aus hier, das Vorgelege. ich muss ja dazu sagen, wir Frauen können uns ja nicht beschweren. Wir haben hier eine schöne Aussicht, wir haben hier einen schönen Platz, wir haben recht trockene Füße, wir haben einen festen Untergrund, nicht schlammig. Die Männer müssen halt hier so ein bisschen schrauben. Gibt doch Schlimmeres. Die Aussicht ist schön. Kannst du denn die Aussicht auch ein bisschen genießen? Ja, eben habe ich mal kurz genossen. Als Sie besprochen haben, wie Sie jetzt vorgehen. When you went too back, it's fine. Also jetzt haben Sie den Fehler gefunden. Das Radlager. Das Radlager ist hier. Das Radlager ist wohl hin. Hier komplett bewegen, sieht man ja schon wieder. Okay. Kann man es sehen? Ah ja. Check tomorrow morning. Das heißt, das muss jetzt gewechselt werden. Vor allem, man muss sich fragen, warum das gewechselt werden muss, weil es erst vor 5000 Kilometern gewechselt wurde und davor auch vor 5000 Kilometern. Das geht alle 5000 Kilometer kaputt. Ja, machen Sie sich mal schön hier für die Filmaufnahmen. Also, nachdem jetzt der Unimog endlich einigermaßen zusammengebaut wurde wieder, ist ihm eingefallen, dass er ja eine eigene Reparatur noch am Auto hat. Ich bin nur froh, dass meine Reparatur einen anderen Umfang hat als die Reparatur am Unimog. Weil das ist ja eher, ich sag mal, eine spielerische Reparatur, so einen undichten Wassertank zu machen. Das ist ja in Wahrheit kein ernsthaftes Problem. Aber so ein Hinterachsenvorgelege vom Unimog, das ist schon eher ein Problem. Und da bin ich gerade ganz froh über meine kleinen Sorgen. Doch auch kleine Sorgen müssen beseitigt werden und so mischt er sich romantisch im Sonnenuntergang noch einen 2-Komponenten-Kleber an und verarbeitet ihn mit einem hochprofessionellen Werkzeug à la African Style, allerdings bei René. Wie das Drama um den Unimog weitergeht und ob unsere Freunde ihren Traum von Afrika beenden müssen, das zeigen wir euch dann erst wieder in der nächsten Woche. Wir hoffen doch sehr, dass es euch auch heute wieder gefallen hat und ihr uns bzw. unseren Kanal weiterempfehlen könnt. Lasst uns einen Daumen hoch da, denn das ist für die Entwicklung unseres Kanals sehr wichtig. Und denkt dran, wer es noch nicht hat, drückt auf den Abo-Button. Und mit dieser Erinnerung sagen wir für diese Woche Tschüss und Bye-bye. Bis nächsten Sonntag bei Laila und Tour.